Servus zusammen. Wir haben jetzt ja mittlerweile schon vor über einem Monat, irgendwann Ende Juli, weitere und neue Informationen bekommen zu Warhammer The Old World. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und was das Ganze in meinem Fall mit Kings of War auch zu tun hat. Also ich möchte gleich mal von vorne weg vorausschicken, dass ich hier kein Fanboy-Thema irgendwie aufgreifen werde oder irgend so etwas in diese Richtung, denn das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Ich kann gleich sagen, ich freue mich einfach auf das, was wir hier angeblich bekommen. Einfach so ein bisschen zusammengefasst, was waren so die Informationen, die jetzt für mich persönlich wichtig sind. Das ist einmal das Thema, dass wir eben wieder ein Rank-and-File-System bekommen, so wie es wir vom alten Warhammer her kannten, vom Warhammer Fantasy Battles. Das, das bedeutet natürlich auch wieder Regimentsbases bzw. Modelle auf eckigen Bases und dann natürlich auch das Thema, dass der Maßstab gleich bleibt. Also hier wird jetzt nicht irgendwie in Richtung Massensystem gegangen, im Bereich 15, 10 mm, wie auch immer. Ich glaube, das waren so die Maßstäbe, die so im Artikel auch angegeben waren, sondern wir bleiben bei den 28 Millimetern. Und es ist auch ganz konkret dabei gestanden, wieso, damit wir eben unsere alten Figuren weiterverwenden können, unsere alten Armeen, die wir bereits haben. Das alles hat mich jetzt so ein bisschen zu dem Thema gebracht, mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. In nächster Zeit, wie ich das angehen werde, werdet ihr gleich sehen. Bedeutet aber für mich auch, ich werde mich da gar nicht in irgendeiner Art und Weise unnötig hineinstürzen. Wenn das Ganze da ist, ist es da. Und alles, was hier jetzt da in nächster Zeit oder auch in den nächsten Jahren vielleicht passieren wird, wir haben ja keine Ahnung, wann das Spielsystem dann herauskommt, passiert quasi in Vorbereitung darauf. Und wenn das Spiel dann da ist, werde ich mir eben die Regeln besorgen, um dann hier mit meinen Armeen dann auch spielen zu können. Und ich werde mir das Spielsystem ansehen. Es wird sich dann zeigen müssen, ob es was für mich ist oder nicht. Und ja, die Aussage, dass eben Regeln aus oder dass man Tests wie auch immer gemacht hat, von der dritten bis zur achten Edition von Warhammer Fantasy Battles, ist zwar schön und gut, aber wird man dann erst sehen müssen, was da im Endeffekt dann bei rauskommt und wie das Spiel sich dann schlussendlich spielen wird. Aber das soll es dann auch mit dem Thema Warhammer Fantasy Battles bzw. Warhammer The Old World im Endeffekt auch schon gewesen sein. Ich wollte das Ganze nur noch mal kurz aufgreifen, um einen Kontext zu schaffen und dass ich eben mich freue, wenn es dann endlich da ist, weil ich doch viele Jahre Warhammer Fantasy gespielt habe. Und dann mache ich jetzt einen kurzen Schnitt und dann zeige ich euch, um was es hier dann konkret geht. Und zwar geht es im konkreten Fall hier um diese Box. Ich habe jetzt vor mittlerweile einer ganzen Weile wieder mal ein bisschen unter meinen alten Sachen gekramt und habe da etwas gefunden, das eigentlich seit dem Ende von Warhammer Fantasy eingegraben war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe das jetzt hier gefunden. Und zwar eine ganze Menge alter Gruftkönige. Hier sind noch ein paar Gelände, ein paar Bäume, Schichten. Aber an und für sich haben wir hier eine ganze Ladung Warhammer Fantasy Gruftkönige. Das war die Armee, mit der ich damals in Warhammer Fantasy eingestiegen bin und auch die einzige Armee, die ich eigentlich jemals bei Warhammer Fantasy wirklich gespielt habe. Und ich werde hier jetzt das Ganze ein bisschen zum Anlass nehmen, vor allem weil ich ja auch mit dann Anfang vorigen Jahres mir Kings of War zugelegt habe und ich damit eigentlich recht viel Spaß habe, mir das Spielsystem ganz gut gefällt, habe ich ohnehin schon eine ganze Weile überlegt, was ich damit anstellen möchte oder beziehungsweise welche Armeen ich in Zukunft dann spielen möchte. Und eine davon war schon immer Empire of Dust und das werde ich jetzt auch in Angriff nehmen.
und werde daraus eben eine Art Doppelprojekt dann für die Zukunft machen. Das heißt, einerseits werde ich Empire of Dust mit den Gruftkönigen hier aufbauen, um Kings of War damit spielen zu können. Ich habe mir dafür auch eine ganze Reihe von eben hier Multibases besorgt, aus MDF gelasert für eben Kings of War. Das ist mehr als genug für eine ganze Reihe von Armeen, also da bin ich definitiv gut versorgt. Und da in diese Richtung werde ich auch starten. Das bedeutet, Kings of War, Empire of Dust ist die Priorität für diese Modelle. Beziehungsweise ich habe auch noch eine ganze Reihe weiterer Figuren, die hier noch gar nicht dabei sind. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es zum Teil noch von einer Armee war, die ich zuletzt gespielt habe. Das heißt, die sind irgendwo in einem Transportkoffer verstaut. Oder auch eine ganze Reihe noch von alten Gruftkönige-Bausätzen, die noch überhaupt nicht zusammengebaut sind. Die sind hier natürlich auch noch nicht dabei. Bedeutet im Endeffekt dann noch, dass ich solche Sachen wie weitere Geier eben noch habe, mindestens 2 auf jeden Fall noch, vielleicht auch mehr. Dann auch von den Kriegssphinxen und Necrosphinxen habe ich, glaube ich, mindestens noch ein, wenn nicht sogar 2 Modelle. Und dann noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, diese Armeebox, die es gegeben hat von den Gruftkönigen, die habe ich auch noch eigentlich komplett, wo so gut wie gar nichts gebaut ist. Also alles in allem schon noch eine ganze Menge, was da auf uns wartet. Und was ich hier eben machen werde, ich werde mir diese Figuren, da muss ich noch schauen, ob ich diese dann nochmal neu bemale oder wie ich das angehe, weil die gleichen Farben wird es wahrscheinlich nicht mehr irgendwo geben. Vielleicht finde ich was Ähnliches. Aber grundsätzlich die Idee ist, diese Figuren so zu lassen, beziehungsweise auch alle weiteren Figuren auf den eigenen Modellbasen dann auch zu bauen und raufzukleben. Und für Kings of War wird dann eben es so sein, dass ich diese Multibasen dann gestalten werde, ganz schlicht und einfach mit wahrscheinlich so Sandpaste oder irgendetwas oder Sand-Leim-Gemisch, und dann werden da an verschiedenen Stellen eben diese Modelle dann draufkommen. Jetzt nicht eben in Full Size, dass man hier auf einem 20er Regiment auch 20 Figuren stehen haben wird, sondern eher dann so 12 bis 16, hätte ich mal gesagt, werden es dann werden. Und das wird auch meine Priorität sein, also für Kings of War das Ganze vorzubereiten und herzurichten. Und da ich eben mehr als genug Figuren habe, werde ich dann diese bestehenden Einheiten erweitern um weitere Modelle, um dann die kompletten Einzelfiguren auch zu haben in den Regimentern für Warhammer Fantasy. Einmal davon ausgehend, dass dann bei Warhammer The Old World das gleich sein wird, wie das bei Warhammer Fantasy früher der Fall war, dass man eben wieder einzelne Modelle hat, die man dann wegnimmt. Und daher werden diese Modelle dann so mit den Bases pro Modell auch nur mit Butterfix hier dann befestigt, damit man für Warhammer Fantasy dann die Möglichkeit hat, entweder mehr Modelle draufzugeben oder eben Regimentsbases dann zu verwenden, wo man die Einheiten besser dann verschieben kann, um in weiterer Folge dann Warhammer The Old World damit zu spielen. Und das soweit mal zur grundsätzlichen Idee, Gruftkönige von Khemri mit denselben Figuren eine Armee für gleich 2 Spielsysteme entstehen. Wobei, wie gesagt, Warhammer The Old World ist zwar schön und gut, darauf werde ich mich aber nicht versteifen, sondern das ist dann nur der Zusatz, damit ich dann, wenn vielleicht in einem Jahr, in 2 Jahren, ich habe ja keine Ahnung, wann das sein wird, das Regelsystem dann da ist, ich mit der Armee fertig bin und was zu habe, um das Spiel auch zu spielen. Das gleiche werde ich dann noch machen mit einer anderen Armee, die ich hier nicht habe, und zwar die Zwerge. Ich habe noch beim Räumen der Gruftkönige beim Umräumen gesehen, dass ich eine ganze Menge von alten Warhammer-Zwergen besitze. Die Boxen sind eigentlich zum sehr, sehr großen Teil noch komplett original verpackt und nicht gebaut. Da ist alles Mögliche dabei, von Hammerträgern über Kriegsmaschinen, Kanonen, alle möglichen Helden,
Musketenschützen, da ist alles Mögliche dabei, Hammerträger und so weiter und so fort. Also eigentlich höchstwahrscheinlich eine komplette Armee. Und ich werde das dann, wie gesagt, in Bezug darauf, dass das mit Warhammer The Old World vermutlich sowieso noch länger dauern wird, wird auch dort dann irgendwann eine Armee entstehen mit diesen Figuren. Wieder vorrangig für Kings of War gedacht, wo ich mir dann vielleicht das eine oder andere dazu kaufen muss, was es so bei Warhammer Fantasy eben nicht gegeben hat. Ansonsten werden die Zwergenmodelle hier halten von Warhammer Fantasy und werden wir damit dann eine Armee aufbauen, eben wieder gleiches Konzept wie hier bei den Gruftkönigen, sowohl für Kings of War wie auch für dann in weiterer Folge Warhammer The Old World, auch wieder unter der Annahme, dass beide Armeen, dadurch, dass das Ganze ja auch mehrere Jahrhunderte vor Endgame angesiedelt ist oder Endtimes angesiedelt ist, diese Armeen dann auch dort spielbar sein werden, sowohl die Gruftkönige als auch die Zwerge. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest 2 Armeen für Kings of War, was ja auch schon mal eine schöne Angelegenheit ist. Und eben alles, was dann Warhammer betrifft, ist dann sozusagen ein Bonus. Ja, und das wäre meine Idee, mein Konzept, mein Vorhaben für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, so nebenbei ein bisschen hier an diesen Projekten zu arbeiten. Vorrangig natürlich eine Sache nach dem anderen. Das heißt, ich werde mit diesen Gruftkönigen hier anfangen und wenn die dann fertig sind oder zumindest mal in einer spielbaren Größe für Kings of War, dann werde ich hier mal vielleicht überswitchen zu den Zwergen und dort mal weitermachen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.